Hello guys, my name is Shalina, welcome to my channel. Since this video is part of an international campaign, I wanted to welcome you guys in English, but my first language and the language of this channel is German, so I encourage you guys to turn on my subtitles so everybody is able to understand what I will be saying. The topic of today's video is very important since it's regarding Trans Day of Visibility, which is today. And yeah, turn on your subtitles and we'll get started with today's video. Jetzt nochmal auf Deutsch. Herzlich willkommen, meine Lieben. Mein Name ist Shalina. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht gerade schon mitbekommen habt, ist heute am 31. März Trans Day of Visibility. Ich wurde in diesem Zusammenhang von YouTube kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, ein Teil der All-Out-Kampagne zu werden. Das Ganze hier ist nicht gesponsert, aber es ist mir persönlich ein unglaublich großes Anliegen, denn wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, bin ich selber auch trans. Der Trans Day of Visibility ist für die LGBTQ+-Community ein unglaublich wichtiger Tag. Es geht in erster Linie darum, auf Diskriminierung und Missstände, die wir als Transmenschen immer noch alltäglich erfahren, hinzuweisen und das Ganze so ein bisschen mehr in aller Munde zu bringen und halt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich bin unglaublich geehrt, dass YouTube und All Out so sehr an mich glauben, dass ich für Deutschland die Spokesperson sein darf. Doch worum soll es genau im heutigen Video gehen? All Out hat Trans-YouTuber aus der ganzen Welt connected und ich werde euch auch die Videos der anderen unten in der Infobox verlinken. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Und wir haben uns alle gegenseitig Fragen gestellt und im heutigen Video werde ich die Fragen der anderen beantworten. Und ich glaube, das könnte ganz spannend sein, einfach um nochmal so ein bisschen umfassender für euch zu berichten. Wie ist das so, was ist im Laufe der Transition passiert? Und da werden auf jeden Fall auch ein paar neue Gedankengänge für euch hoffentlich dabei sein. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt. Falls ihr excited seid, lasst mir auf jeden Fall schon mal ein Däumchen nach oben da. Und ich würde sagen, wir starten mit der allerersten Frage. Die allererste Frage kommt von Jamie. Jamie kommt aus England und auch sein Video ist, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Und Jamies Frage war, what has been the biggest challenge of your transition? Auf Deutsch übersetzt, was war die größte Herausforderung in der Transition für dich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich waren Operationen, Hormone, Behördengänge, gerade Behördengänge, ich würde sagen Behördengänge, Papierkram, Krankenkasse, Ämter sind definitiv auf Platz 2 für mich. Aber ich glaube, auf die komplette Transition bezogen war es wirklich die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis ist für mich persönlich der Prozess, dass ich mir bewusst geworden bin, dass das hier mein Weg sein wird. Für so lange Zeit hatte ich diesen Gedanken in meinem Kopf und den Wunsch und die Vermutung einfach, dass das das Richtige für mich sein könnte. Aber ich hatte Angst, diesen Weg zu gehen und einfach zu starten und, sage ich mal, mich selber nochmal wirklich zu hinterfragen, ist es wirklich das Richtige für mich? Bin ich wirklich eine Frau? Kann ich nicht irgendwie anders glücklich werden? Und ja, das hat für mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, einfach auch so ein bisschen den Sprung ins Ungewisse zu machen, weil mir es halt damals wirklich an positiven Beispielen gefehlt hat. Ich war mir nicht sicher, wie ich irgendwann enden würde und das war für mich die größte Überwindung, erstmal den allerersten Schritt zu machen. Auch während des Prozesses gab es unglaubliche Herausforderungen, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich den ersten Schritt gemacht hatte, wusste ich, dass das hier mein Weg sein wird. Und ja, da waren einfach auch so viele belohnende Momente, die den Prozess einfach für mich lebenswert gemacht haben und mir gezeigt haben, dass es definitiv das Richtige für mich ist. Die nächste Frage kommt von Rosa oder Rosa, ich bin mir nicht sicher, bitte nehmt es mir nicht übel. Sie kommt aus Brasilien, unglaublich spannend, ich wollte schon unbedingt immer mal nach Brasilien, so Rio de Janeiro, oh, schön. Und ihre Frage ist, welches mein favorite Trans Activist ist. Und bei Trans Activist habe ich lange überlegt und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich jemand, der mich in meinem Prozess und meiner Transition unterstützt hat, war definitiv Gigi Gorgeous. Für diejenigen von euch, die mich in meinem Kanal schon länger verfolgen, ihr wisst, ich bin ein absoluter Fan von Gigi und ohne Gigi wäre ich definitiv heute nicht hier, wo ich bin. Ich danke ihr wirklich von Herzen, dass sie mir durch ihre Videos und ihren Content und einfach auch durch ihre Story den Mut gegeben hat, und für mich das Positivbeispiel war, was mir immer gefehlt hat. Des Weiteren unglaublich wichtig war unter anderem auch Carmen Carrera und Isis King.
Beides wunderhübsche Transfrauen, die bei America's Topmodel mitgemacht haben und damit auch so ein bisschen in den Medien wirklich publik waren und da halt wirklich für Gesprächsstoff gesorgt haben. Und auch wenn es eventuell ein bisschen aufs Äußerliche bezogen klingt, haben sie mir halt auch den Mut gegeben, dass es möglich ist, von einem rein biologisch männlichen Körper in einen sehr weiblichen Körper zu kommen. Und ja, die beiden Frauen sind auch unglaublich schön, unglaublich große Kämpferinnen und ich weiß nicht, wo ich ohne Frauen wie Gigi, Carmen und Isis heute wäre. Die nächste Frage kommt von Fede und Fede kommt aus Uruguay und seine Frage fürs heutige Video ist: What would you like to change regarding LGBT plus discrimination? Auf Deutsch heißt es nochmal, was ich mir wünschen würde, was ich ändern würde im Zusammenhang mit LGBT plus Diskriminierung. Und ich glaube, im Zusammenhang mit Diskriminierung ist es ein sehr allumfassendes Thema, was sich auf alle möglichen Randgruppen anwenden lässt. Es geht in allererster Linie darum, warum wird diskriminiert? Und ich glaube, der Hauptgrund für Diskriminierung ist heutzutage, dass sich Leute halt einfach unsicher sind und Berührungsängste haben und aus Angst und Unsicherheit halt andere Leute von sich weghalten wollen. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass man vor neuen Sachen oder Menschen mit einem anderen Lebensstil oder die ihr Leben anders gestalten als man selber, dass man da erstmal vielleicht ein bisschen Berührungsängste hat. Auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, dass aus den Augen des anderen das eigene Leben vielleicht auch anders ist. Ich weiß, es haben schon so viele andere Leute vor mir gesagt, aber es steckt einfach so viel Wahrheit in dieser Aussage. Wie langweilig wäre die Welt, wenn wir alle gleich wären? Wenn ich mir zum Beispiel meinen Freundeskreis angucke, wir sind ein eingeschworenes Team, ein fester Kreis und das seit der 7. Klasse, also 14, 15 Jahre. Manche im Freundeskreis sind hetero, andere sind lesbisch, ich bin transsexuell, andere haben vielleicht im Laufe der Zeit neue Religionen für sich entdeckt und trotzdem, nichtsdestotrotz all unserer Unterschiede, haben wir immer noch einen ganz festen Kern in unserem Freundeskreis und akzeptieren den anderen für das, was er als Mensch wirklich ist. Andere sexuelle oder geschlechtliche Identitäten sind kein Ausschlusskriterium, jemanden nicht zu mögen. Und um hier nun die Brücke zu schaffen zum Thema Diskriminierung, was Fede gefragt hat, ich würde mir einfach wünschen, dass Leute offener durch die Welt gehen und sich selber nicht so die Chance nehmen, indem sie andere Leute für ihr Leben diskriminieren. Die Tatsache, dass eine meiner besten Freundinnen lesbisch ist, einer meiner besten Freunde eine andere Religion hat als ich, oder die Tatsache, dass ich transsexuell bin, ändert nichts an der Tatsache, dass ich dir eine gute Freundin sein könnte, wenn du mir nur die Chance dafür gibst. Und genau deswegen finde ich es der heutige Tag, Trans Day of Visibility, so unglaublich wichtig. Denn nur wenn wir uns in der Gesellschaft und in unserem alltäglichen Leben zeigen, haben Leute die Chance zu sehen, dass wir auf irgendeine Art und Weise alle zwar verschieden, aber im Kern doch irgendwo auch gleich sind. Wollen wir nicht alle unbeschwert irgendwie durchs Leben gehen? Wollen wir nicht alle geliebt werden? Und wollen wir nicht alle auch für das akzeptiert sein, was wir sind, solange wir niemandem anderen damit verletzen? Ich glaube, die Antwort darauf ist definitiv ja. Ich möchte noch eine Frage von Jamie beantworten, einfach weil die Frage ein so gutes Gefühl für mich selber macht, wenn ich darüber nachdenke. Und zwar: Has there been something that has made you proud of being transgender? Gibt es etwas, das dich stolz macht, darauf trans zu sein? Und wenn ich drüber nachdenke, bin ich, glaube ich, am stolzesten auf mich, dass ich meine Angst überwunden habe. Ich hatte im Vorfeld so unglaubliche Angst davor, diesen Weg zu gehen und ins Ungewisse eine Reise zu beginnen zu mir selbst, aber ich war mir nicht sicher, ob ich mich selber auf dem Weg verliere oder wirklich es jemals an mein wahres Ich schaffen würde. Und das war so eine existenzielle Angst, aber auf der anderen Seite genauso groß war die Angst, nichts zu tun und unglücklich zu bleiben. Und ich finde, sich seinen Ängsten zu stellen, ist immer etwas, worauf man stolz sein kann. Und ich habe im Verlauf meiner Transition, sei es Operationen oder sei es Bürokratie, was ich alles am Anfang auch schon gesagt habe, so oft mich Hürden und Hindernissen gestellt und bin daran auch als Mensch einfach mal unabhängig von meiner Transition oder von meiner Transidentität
so sehr gewachsen, dass wenn ich heutzutage irgendwelche Probleme habe, die mir entgegenkommen, ich mir immer wieder denke, Moment, halt, stopp, keine Panik, du hast schon ganz andere Sachen gewuppt, dann schaffst du das ja auch noch. Ich hätte aber noch eine Bitte an euch. Und zwar finde ich es unglaublich schön, wenn wir heute diesen Tag Trans Day of Visibility ein bisschen in den sozialen Medien verbreiten und einfach zusammen als Community Bewusstsein für diesen besonderen Tag schaffen. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Bild oder einem Storypost oder einem Tweet Stellung bezieht zum Thema Offenheit, Akzeptanz und Nächstenliebe und den Hashtag Trans Day of Visibility benutzt, schaffen wir damit größeres Bewusstsein. Und vielleicht kriegen wir es dann auch zusammen hin, dass dieser Tag zu einer so großen Sache wird, wie er verdient zu sein. Falls ihr es noch nicht direkt am Anfang getan habt, würde ich mich sehr über einen Däumchen nach oben für dieses Video freuen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken zu dem Thema unten in die Kommentare und definitiv meinen Kanal abonnieren, dann seid ihr Teil von Team Julina und wir sehen uns hier in ein paar Tagen schon wieder. Falls ihr nicht bis dahin warten möchtet, Instagram, Twitter, Snapchat, alles für euch in der Infobox verlinkt, genau wie die Videos der anderen drei, Jamie, Rosa und Fede. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr bei den dreien auch ein bisschen Liebe da lasst. Checkt auf jeden Fall ihre Videos aus. Ich werde es auf jeden Fall tun, weil ich einfach sehen möchte, wie sie auf meine Fragen geantwortet haben. Riesengroßes Dankeschön nochmal wirklich an All Out. Ich knutsche euch. Das, was ihr hier in der Welt macht und die Bewegungen, die ihr ins Leben ruft, finde ich so, so toll und so wichtig. Und dass ihr euch dafür einsetzt, einfach phänomenal. Dicken Knutscher, aber auch weiter an YouTube, dass ihr mich vorgeschlagen habt. Wirklich, das bedeutet mir so viel, einfach für den deutschsprachigen Raum. Ja, da. Das ist krass. Also, danke. Und last but not least natürlich auch ein dicker Knutscher an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart und für euren kontinuierlichen Support. No joke, Leute. Ohne euch wäre all das hier nicht möglich und dafür bin ich euch auch immer dankbar. Wirklich, Dankeschön. Aber ja, das wäre es dann auch für heute und bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag.